Herzlich willkommen zu den digitalen Theaterworkshops. Ich bin die Fabi von der Beyond Bühne, einem österreichischen Kinder- und Jugendtheater. Und zusammen mit 3 anderen Jugendtheatern aus Irland, Spanien und Norwegen haben wir diese Infovideos für euch als TheatermacherInnen oder JugendarbeiterInnen gemacht. Dieses Projekt ist von der Europäischen Kommission kofinanziert und enthält zusätzlich ein Booklet über die Theaterworkshops, das ihr auf unserer Homepage findet. Heute geht es mit Rebecca Dober, der Gründerin und Geschäftsführerin von JEP, Stimme der Jugend, um Partizipation von jungen Menschen. Viel Spaß! Hallo Rebecca. Hallo Fabi. Warum ist Partizipation gerade jetzt so wichtig? Wir leben in einer Zeit der großen Herausforderungen. Da gibt es ja ganz viele Sachen. Die Klimakrise, Covid natürlich, die Pandemie, die jetzt uns 2 Jahre begleitet hat, der Krieg in der Ukraine, aber noch viel mehr. Auch die Krise der mentalen Gesundheit zum Beispiel. Und in diesen Krisen ist es ganz oft schwer, dass man nicht das Gefühl bekommt, dass man ohnmächtig ist. Also gerade junge Menschen haben oft das Gefühl, dass sie gar nichts verändern können. Und dass sie dem total ausgeliefert sind, dass sie ihre eigene Welt nicht mehr mitgestalten können. Und dieses Gefühl der Ohnmächtigkeit ist ein ganz schwieriges. Natürlich auf gesellschaftlicher Ebene mal ganz allgemein, weil wenn man das Gefühl hat, man kann nichts verändern, dann verändert man auch nichts. Und dann bleiben natürlich die großen Krisen und Herausforderungen diese, die sie sind, aber auch auf individueller Ebene. So gerade für junge Menschen ist es ein wirklich schwieriges Gefühl, genau in dieser Phase der Adoleszenz, wenn sie das Gefühl haben, dass sie nichts verändern können. Weil das ist natürlich ganz stark zusammenhängig, auch mit Depression. Und das wissen wir jetzt ja, es ist ein großes Problem. Mehr als jeder zweite Jugendliche in Österreich zeigt Symptome von Depression auf. Und das hängt auch ganz stark damit zusammen, dass wir uns ohnmächtig fühlen und eben diese Selbstwirksamkeit nicht fühlen. Das heißt, Partizipation ermöglicht, dass ich merke, wenn ich was verändere, dann verändert sich was. Und diese Art von Selbstwirksamkeit ist immens wichtig, wenn wir eine gesunde Gesellschaft wollen und wenn wir natürlich auch die Krisen gemeinsam in den Griff kriegen wollen. Was macht Partizipation so erfolgreich? Genau, also es gibt natürlich erfolgreiche Partizipation und weniger erfolgreiche Partizipation. Ich glaube, dass Beteiligung dann Sinn macht, wenn man auch spürt, dass sich wirklich was ändert. Weil das kennt jeder. Es gibt oft sowas wie, wir machen eine Feedback-Session oder sowas in der Richtung. Und das Problem ist, wenn man Feedback bekommt, zum Beispiel, Feedback ist ja auch noch keine Partizipation, sehr einseitig, aber dann passiert nichts damit. Das fühlt sich nicht schön an. Egal, ob das jetzt im Klassenzimmer ist, ob das im Berufsalltag ist. Wenn ich gefragt werde, gebeten werde, teilzuhaben, mitzumachen und dann passiert damit nichts, dann werde ich ganz sicher das nächste Mal nicht mehr mitmachen. Und da geht es wieder um diese Selbstwirksamkeit und das Konzept der Selbstwirksamkeitserfahrung. Das heißt, ich möchte erfahren, dass ich mitspreche, mitbestimme, mitgestalte und dann tut sich auch was in der echten, realen Welt. Weil dann kann ich diesen Zusammenhang spüren zwischen ich individuell mache etwas und dann ändert sich etwas gesellschaftlich oder in meiner Umgebung. Erfolgreiche Partizipation ist auf jeden Fall Partizipation, die eine Wirkung hat. Und in meinen Augen ganz, ganz elementar wichtig ist, dass es inklusiv ist. Weil das wird leider auch oft falsch gesehen. Partizipation ist immer noch Privileg und das sollte eigentlich ein Recht sein. Steht theoretisch auch in den Kinderrechten. Für unsere Demokratie ja ganz wichtig. Wird aber leider nicht so gelebt. Also ich glaube, jeder Mensch, der sagt, ich möchte Partizipation im Alltag verankern, ich möchte, dass das Teil ist, der muss darauf achten, dass alle mitmachen können. Also dass man sich auch überlegt, bei jedem Prozess, wie ist der aufgebaut, wen spreche ich an, wen will ich ansprechen und wie erreiche ich diese Menschen. Und dann natürlich ist es ein Wer, aber auch ein Was und ein Wie, also im Sinne von Sprache. Kann eine große Barriere sein, wird aber ganz oft überhaupt nicht so wahrgenommen oder auch wirklich tatsächlich dann umgesetzt. Das heißt, wenn ich Menschen beteiligen will, wie gesagt, egal ob das jetzt im schulischen oder im außerschulischen Umfeld ist, dass man Rücksicht darauf nimmt und Dinge auch schon so baut, dass sie die Menschen ansprechen können. Genau, also Inklusion, würde ich sagen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Wie kann Partizipation scheitern? Auf der anderen Seite, Partizipation scheitern kann natürlich auf ganz viele Arten und Weisen. Wie wir schon gesagt haben, wenn Partizipation nicht inklusiv ist, sprich wenn nur eine ganz bestimmte Gruppe angesprochen wird, ganz oft die Elite praktisch, die sehr viel Bildungshintergrund haben, von den Eltern vielleicht auch super viel mitbekommen haben, ist es natürlich leichter. Da kommen wir auch gleich wieder zur Chancengerechtigkeit, dass das einfach unfair ist, weil wenn Chancen nicht gerecht verteilt werden und wenn ich zum Beispiel nicht den Bildungshintergrund habe oder
nicht die Erstsprache Deutsch habe und es mir schwerer fällt, meine Meinung einzubringen, dann werde ich nicht mitbestimmen. Dann werden Entscheidungen über meinen Kopf hinweg getroffen. Das wieder natürlich schwer ist in der Demokratie, aber natürlich auch im Individuellen. Wenn man natürlich dann wieder spürt, ich bin ohnmächtig. Und wenn Partizipation eben nicht inklusiv aufgebaut ist, dann haben wir das ganz oft, dass nur ein Teil der Gruppe mitspricht. Das wiederum entmutigt dann die ganzen anderen jungen Menschen. Sie sich dann denken, ach, ich sag gar nichts, weil wenn ich was sage, bin ich so klug oder ich weiß das nicht oder ich bin nicht so wichtig. Also ich glaube, das ist wieder ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du willst, dass Partizipation scheitert, dann baue Unterschiede auf. Und dann zeig den Menschen, dass sie eben nicht Expertinnen sind. Umgekehrt natürlich, woran ich ganz stark glaube, wenn wir junge Menschen erfolgreich beteiligen wollen, dann müssen wir ihnen zeigen, du bist der oder die Expertin deiner Lebensrealität und darum will ich von dir etwas wissen und ich brauche dich dafür. Und diese Rolle ist ganz, ganz wichtig. Wenn die fehlt, dann scheitert Partizipation. Und natürlich auch, wie ich am Anfang schon gesagt habe, ganz oft wird das leider als Schlagwort verwendet. Also Partizipation ist ein bisschen Feigenblatt, oder? Das kennt man, dann gibt es ein Bild mit den wichtigen Entscheidungsträgerinnen und den Kids drauf irgendwo. Und die sind dann schön für die Bilder. Aber das ist Tokenisierung. Das ist nicht Partizipation. Und das wird aber sehr oft dann falsch verstanden. Oder, wie gesagt, wenn es One-Way ist, also, ja, sagt uns, was ihr darüber denkt. Und dann passiert damit nichts. Das ist nicht Teilhabe. Das ist im besten Falle Feedback. Gibt es ein Modell für Partizipation? Für Partizipation gibt es ganz verschiedene Modelle. Das bekannteste ist das Modell von Roger Hart. Und das sind die Stufen der Partizipation. Das kann man sich einfach wie ein Stufenmodell vorstellen. Und ganz wichtig, ich empfinde die ersten Stufen, das ist keine Partizipation, sondern das sind Vorstufen der Partizipation. Wenn noch weiter außen gibt es natürlich das, was gar nicht Partizipation ist, im Sinne von Tokenisierung von jungen Menschen. Wie vorher schon erwähnt, das ist natürlich das, wenn man sagt, junge Menschen sind auf einem Foto und schauen da hübsch aus, aber sie haben eigentlich nicht wirklich Mitspracherecht. Dann gibt es natürlich die Vorstufen, das ist so etwas wie Feedback, also alles, was einseitig ist. Und dann gibt es die 3 Stufen der Partizipation. Und das ist Mitsprache, Mitbestimmung und Mitgestaltung. Das hat natürlich ganz eigene Eigenschaften und Vorteile. Bei Mitsprache geht es vor allem um Dialog, logisch, auf Augenhöhe. Ganz wichtig, Partizipation ist ja nicht autokratisch und jetzt sagen von einmal zum Beispiel die Jugendlichen an und das passiert auch, sondern es geht immer um ein Miteinander. Aber, und das ist ganz wichtig, ein Miteinander auf Augenhöhe. Und das ist bei Mitsprache deshalb so relevant, weil das heißt, man muss auch wirklich den Rahmen schaffen, dass Menschen sich gehört fühlen und dass ihre Stimme zählt, und zwar die von jedem auch gleichwertig. Das ist ganz wichtig. Dann natürlich, und es muss ein Output geben, das messbar ist und was man halten kann, damit auch eine Wirkung garantiert werden kann. Mitbestimmung ist auch ganz einfach, glaube ich. Da geht es um wirklich, du hast auch ein Stimmrecht. Das heißt, es gibt Auswahlmöglichkeiten, die aber schon festgelegt sind und dann kannst du mitbestimmen und sagen, das ist mir wichtig oder das. Und dann gibt es Mitgestalten, das bedeutet, wir fangen an mit, die Auswahlmöglichkeiten existieren noch gar nicht, sondern wir gestalten die gemeinsam. Habt ihr Ideen dazu? So, und das sind mal die Hauptstufen. Und dann gibt es noch eine weitere, die ich ganz besonders spannend finde, die kommt zwar nicht von Roger Hart, aber ich finde sie wichtig. Und zwar, das ist die schönste Stufe des Participation Enablers, nennen wir das. Und zwar, das bedeutet, dass junge Menschen selber lernen, wie ist es, wenn ich andere mit ins Boot hole, dass ich selber Partizipation ermögliche. Und das ist deshalb so relevant, weil natürlich kann es die Top-Down praktisch Partizipationsprozesse geben, dass man als Pädagogin, als Entscheidungsträgerin, wie auch immer, einen Prozess anleitet. Das wird es auch in den meisten Fällen sein. Aber ganz oft funktionieren die Sachen erst dann richtig gut, wenn es auch von unten kommt. Bottom-up. Und das funktioniert dann besonders gut, wenn Peers, also Gleichaltrige, sagen, hey, ich habe eine Idee, wollt ihr mitmachen? Und dann müssen die aber natürlich genauso lernen, was ist erfolgreiche Partizipation? Also wenn ich um die Meinung frage, muss ich das inklusiv machen. Ich muss die Möglichkeiten niederschwellig gestalten. Ich muss sie mit ihnen gestalten und nicht für sie. Also wenn es um junge Menschen geht, dann soll nicht über sie gesprochen werden, sondern mit ihnen. Und das müssen sie selbst ja auch verstehen. Und wie kann ich die Wirkung festhalten? Und wenn man das als junger Mensch lernt, wenn man das auch anderen jungen Menschen weitergeben kann, hat das einen doppelten positiven Effekt natürlich, weil sie es dann in ihrer Lebensrealität auch umsetzen. Also das ist das Stufenmodell der Partizipation. Welchen Beitrag kann Theaterpädagogik zur Partizipation leisten? Ich glaube, das Schöne an Theaterpädagogik ist, Theater spielen, man kann spielen. Man kann Dinge ausprobieren. Und genau diesen Rahmen braucht es. Weil ganz oft hat man das Gefühl, es gibt keine sichere Umgebung, wo ich mich ausprobieren kann. Wo ich schauen kann, wie fühlt sich das an, wenn ich mitspreche, wenn ich mitbestimme, wenn ich mitgestalte.
Kann ich das? Und ich glaube, im Theater, egal ob das jetzt, wie gesagt, ein Theaterstück ist oder ob das einfach als Methode eingesetzt wird, zum Beispiel in der Demokratiebildung, wo ich es als sehr relevant empfinde, dann kann ich es ausprobieren in einem sicheren Rahmen und auch schauen, wie verhalte ich mich als Subjekt zu anderen Subjekten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, ich habe eine Idee, wollt ihr mitmachen? Was passiert dann? Verändert sich dann vielleicht die Einstellung von anderen Leuten? Habe ich einen Einfluss darauf? Und diese Gefühle kann man erproben und tatsächlich auch diese Handlungen erproben im Theater. Und da liebe ich ganz, ganz besonders das Theater der Unterdrückten als Methodik von Augusto Boal, weil in diesem Rahmen natürlich geht es auch ganz stark um gesellschaftliche Herausforderungen. Und ich finde, das kann man umsetzen, egal ob man jetzt Theaterpädagogin ist oder nicht, in der Schule auch. Einfach wenn man mit dieser Perspektive reingeht, hey, die jungen Menschen sind die Expertinnen und Experten ihrer Lebensrealität und sie dann eine Realsituation malen lässt, durchs Theaterspielen, wo sie ein Problem identifizieren. Also wo sie sagen, das ist etwas, das berührt mich, das spüre ich. Und dann von dem ausgehend sie die Expertinnen sein lässt, sie dieses Stück oder diese Szene auch tatsächlich gestalten lässt. Und dann auch im Theater der Unterdrückten ist das ja so, dass es keine Zuseher mehr gibt, sondern ZuschauspielerInnen. Das heißt, dass man das eben vertauscht. Das ist wirklich Partizipation in seiner Reinform. Und das kann man dann eben genauso machen mit diesen gesellschaftlichen Herausforderungen und den Szenen, die junge Menschen bauen. Und sie dann einfach wirklich handeln lässt und sagt, was passiert, wenn ich jetzt, angenommen, es ist das Thema Rassismus und es geht um Mobbing, dann was passiert, wenn ich mich so verhalte? Man kann es spielen. Und es passiert nichts, weil es eine Szene ist. Und dann, was passiert, wenn ich mich so verhalte? Und dann was ist, wenn wir zwei zusammen sagen, wir finden das nicht cool? Was passiert dann? Und das Schöne ist, dass in so einem Rahmen dann auch wieder das viel, viel inklusiver ist. Weil dafür muss ich jetzt nicht die super langen Formulare verstehen. Dafür muss ich nicht mich wahnsinnig sprachlich ausdrücken können. Das wunderschöne Theater spielen. Und dann Augusto Boals Theater der Unterdrückten ist ja auch, dass es nicht nur um Sprache geht, sondern dass ganz viel auch nonverbal geht. Und dass man echt mit einer inklusiven, diversen Gruppe arbeiten kann. Und darum finde ich, dass das ein ganz wichtiger Beitrag für Demokratiebildung ist. Und das kann jeder und jede ausprobieren. Wie kann man Partizipation im Alltag verankern? Jetzt im schulischen oder im außerschulischen Kontext? Oft haben Menschen das Gefühl, dass Partizipation oder generell Beteiligungsprozesse etwas sind, das sehr von oben kommen muss. Und dass es jetzt was ganz Großes sein muss. Zum Beispiel ein Gesetz wird neu gestaltet oder ein Spielplatz wird neu gestaltet und die Kinder oder Jugendlichen dürfen mitwirken. Aber im Endeffekt kann man das jeden einzelnen Tag machen. Ganz normal im Alltag verankert. Das kann schon zu Hause beginnen, bei Eltern, die einfach sagen, okay, bestimmte Entscheidungen, vielleicht gibt es ein Haushaltsbudget, über das man entscheiden darf, da kann man sagen, wir haben jetzt 10 Euro, wie geben wir die aus? Das verändert was. Oder generelle Entscheidungen, Familienentscheidungen, das ist ja auch logisch, das kann zu Hause beginnen und soll dann weitergehen in der Schule und auch in der außerschulischen Aktivitäten. Da kann man wirklich ganz, ganz kreativ werden. Natürlich kann man beginnen mit Programmpunkten. Man kann sagen, das ist das Ziel, das wir lernen wollen. Wie könnten wir das machen? Was funktioniert aus eurer Perspektive am besten? Und das Schöne daran ist, dass es nicht, dass praktisch wir, die Pädagoginnen oder die Gestalterinnen einer Aktivität jetzt so gütig sind, dass wir sie mitbestimmen lassen, sondern das ist ja auch eine Win-Win-Situation. Das bringt total was, weil dann, wenn sie mitreden, als Expertin in ihrer Lebensrealität, sie wissen ja auch am besten, wie man andere junge Menschen erreicht, dann wird das automatisch eine Aktivität, die irgendwie mehr Spaß macht, mehr junge Menschen anzieht und auch besser funktioniert im Endeffekt. Das heißt, sie mitbestimmen zu lassen, hat auf jeden Fall für alle Seiten einen großen Pluspunkt und kann auch ganz einfach umgesetzt werden. Wie gesagt, da muss man sich nicht ganz groß überlegen, wie könnte ich das jetzt machen, sondern das Wichtigste ist, dass man sich einen Rahmen überlegt, dass man sich überlegt, wo möchte ich hin, was ist das Ziel und wie kann ich diese Wirkung auch wirklich garantieren, weil sonst geht es schief. Und der dritte Punkt, den Pädagoginnen meistens so und so mit einbeziehen, ist natürlich das Inklusive, dass man schaut, können auch wirklich alle im Raum, die mitbestimmen sollen, mitbestimmen. Das wäre so, glaube ich, ein ganz guter Plan, wie man anfangen kann. Und zum Abschluss eine persönliche Frage. Was ist denn dein Lieblingsvorteil von Partizipation? Mein Lieblingsvorteil von Partizipation im Alltag ist auf jeden Fall, dass es Menschen motiviert. Ich liebe das, wenn man so richtig spürt, wie sich die Energie im Raum verändert. Wenn du Menschen fragst und das ganz ernst meinst, was glaubst du, was brauchst du? Und sie mitbestimmen, mitsprechen und mitgestalten lässt, dann verändert sich im Raum was. Dann wird es praktisch von dieser Haltung zu dieser Haltung, weil die jungen Menschen aktiv werden. Es aktiviert Menschen. Und tatsächlich geht das in jedem Alter, bei jeder Altersgruppe auch. Aber gerade bei jungen Menschen siehst du so richtig, wie ihre Augen aufleuchten, weil sie merken, hey, meine Stimme zählt. Und das ist mein absoluter Lieblingsmoment.
Sehr schön. Danke, Rebecca. Gerne. Danke fürs Einladen.